Hallo ihr Lieben, die Feiertage stehen vor der Tür und wenn ihr dafür passende Rezepte sucht, dann hätte ich heute schon mal eines für euch. Für den Teig brauchen wir Mehl, Milch, Öl, Frischhefe oder Trockenhefe, Zucker und Salz. Und zum Bestreichen noch ein bisschen Wasser, Natron, Salz und grobes Salz zum Bestreuen. In die Rührschüssel eurer Küchenmaschine gebt ihr das Mehl und das Salz. Und in eine andere füllt ihr die Milch ein und erwärmt sie. Achtet darauf, dass die Milch nicht heiß sein darf, sondern wirklich lauwarm. Löst darin den Zucker und die Hefe auf. Gebt die feuchten Zutaten, also die Milch-Hefe-Mischung und das Öl, zu den trockenen Zutaten dazu. Verknetet einen kompakten Teig und dabei solltet ihr diesen mehrmals vom Knethaken herunterdrücken und vom Schüsselboden hochheben, damit der Knethaken auch den ganzen Teig erfassen kann. Wenn ihr bei den Mengenangaben genau wart, dann hat der Teig eine Konsistenz, die perfekt ist. Ihr seht, ich brauche nicht mal Mehl, denn er klebt nicht und er ist auch nicht trocken. Knetet ihn also noch ein bisschen durch, formt eine schöne Kugel und gebt diese in eine befettete Schüssel. Deckt die Schüssel ab und stellt sie an einen warmen Ort zum Gehen. Ich erwärme meinen Ofen auf 30 Grad und stelle die Schüssel auf die unterste Schiene. Hier braucht der Teig ungefähr eine Stunde, maximal eine Stunde 15 Minuten, bis er sein Volumen verdoppelt hat. Nach der Gehzeit legt ihr ihn auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche, knetet ihn nur ganz kurz durch und jetzt könnt ihr ihn mit einem Nudelholz ausrollen. Wenn ihr dann so ein Rechteck habt mit ungefähr 45 cm Länge, rollt ihr dieses straff auf. Die Naht zwickt ihr mit euren Fingern fest zusammen, damit die Rolle nicht wieder aufgeht. Jetzt müsst ihr diese dicke Rolle weiter bearbeiten und zwar übt ihr Druck aus mit euren Handinnenflächen von innen nach außen. Sollte der Teig bei euch, wie das bei mir der Fall ist, auf der Arbeitsfläche hin und her rutschen, dann hilft es, wenn ihr die Arbeitsfläche ein bisschen befeuchtet. Ziel ist es, am Ende eine Rolle zu bekommen, die ungefähr 1,15 m lang ist und die in der Mitte ein bisschen dicker ist als an den Enden. Legt den mittleren und dicken Teil der Rolle auf ein mit Backpapier belegtes Blech, schnappt euch die dünnen Enden, dreht sie einmal, kippt sie nach hinten und legt sie so auf den Teig, dass er eben auf dieser Mitte, auf diesem dicken Teig liegt. So bekommt ihr dann die Form einer Brezel. Jetzt könnt ihr diese Enden eventuell ein bisschen befeuchten und sie mit den Fingern so zusammenzwicken, dass sie sich auch nicht mehr vom Teig lösen. Deckt die Brezel sorgfältig ab und stellt sie an einen warmen Ort zum Gehen. Bei mir hat es ungefähr 30 bis 40 Minuten gedauert, bis sie schön aufgegangen war und ich weiterarbeiten konnte. Wenn sie so aussieht, könnt ihr die Mischung zum Bestreichen vorbereiten. Dafür wird einfach das Wasser aufgekocht und mit Natron und Salz vermischt. Mit der noch heißen Mischung bestreicht ihr die Brezel und zwar zweimal hintereinander. Die Brezel könnt ihr jetzt mit grobem Salz oder alternativ auch mit Sesam bestreuen und wenn ihr wollt auch ein wenig einschneiden. Schiebt sie in den vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 30 bis 35 Minuten. Nach ungefähr 10 Minuten hat sie bei mir schon so eine schöne Farbe, dass ich sie mit Alufolie abdecke und weiter backe, damit sie mir nicht zu dunkel wird. Beachtet das also. Ja, und wenn sie fertig ist, sieht sie so aus. Wenn ihr drauf klopft, dann klingt sie hohl und das ist ein Zeichen, dass sie durch ist. Deckt sie ab und lasst sie vollständig auskühlen. Beim Belag könnt ihr zum Beispiel verschiedene Schinken- und Salamisorten verwenden, Käse, Mozzarella, Zwiebeln.
Gurken, Tomaten, Paprika rot und gelb, Radieschen und hier habe ich noch Frischkäse und Butter zum Bestreichen. Beachtet bitte, dass Tomaten und Mozzarella eure Brezel schnell aufweichen, die eignen sich also nur dafür, wenn ihr die Brezel auch schnell serviert. Außerdem habe ich noch ein bisschen Rucola, frischen grünen Salat und Petersilie verwendet. Für die Fischliebhaber noch ein bisschen geräucherten Lachs, Krähen und eine Soße aus Honig, Senf und Dill. Ist die Brezel vollständig ausgekühlt, könnt ihr sie einmal horizontal durchschneiden und ich mache das mit einem kleinen und einem großen Messer, damit sie auch überall gleichmäßig dünn und dick ist. Und ihr seht es jetzt, die ist nicht nur außen schön, sondern auch innen watteweich. Jetzt könnt ihr mit dem Befüllen starten. Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich links Frischkäse, Lachs habe, in der Mitte ist es vegetarisch und rechts habe ich Butter, Salami und Co. So ist für jeden Geschmack etwas dabei und falls Vegetarier mitessen, haben die auch eine Option. Die Salatblätter solltet ihr unbedingt nach dem Waschen gut abtrocknen, damit sie euch die Brezel nicht aufweichen. Beim Belag solltet ihr darauf achten, mit System zu arbeiten und ihn so drauf zu legen, dass er seitlich ein bisschen rausschaut. Das sieht einfach am schönsten aus. Wie ich die Soße zubereitet habe, könnt ihr im Rezept auf meinem Blog nachlesen. Es geht nämlich ganz easy. Ihr seht, mein Belag ist ziemlich mächtig, aber so eine Brezel ist relativ dick und da braucht man halt einfach Füllung, damit das Ganze schön saftig ist und gut schmeckt. Die Salami-Seite bekommt noch eine Mayo-Dusche und zum Vervollständigen und Verfeinern noch ein bisschen Petersilie. Ja, meine Lieben, das war's. Ihr seht, es ist nicht schwer, man braucht nur ein bisschen Geduld und Liebe und ein paar nützliche Tipps von Hanuma, dann klappt's auch bei euch. Dieses Rezept ist bei meiner Familie seit Jahren der Renner. Ich weiß nicht, warum ich erst jetzt drauf komme, das mit euch zu teilen, aber wie sagt man so schön, besser spät als nie. Wenn euch dieses Video gefallen hat, was mache ich dann immer? Dann sage ich immer, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und besucht mich gerne auch auf Facebook, Pinterest und Instagram. Nee, jetzt im Ernst, also wirklich Leute, ich schätze eure Unterstützung und bedanke mich von Herzen dafür.